Überreife Banane, Klebstoff und Nagellack. So beschreiben Leute auf Rum X Rum aus Jamaika. Und jetzt kommt's, das ist überhaupt gar keine Beschwerde. Der hier zum Beispiel, 60% kompromisslos wild, genau die Sorte, wo die Leute genauso beschreiben. Und die Community-Note, sehr gute 8,3 von 10 Punkten. Und der hier, der Jamaica Rum, den dir wahrscheinlich sehr viele als den Einstieg empfehlen. Und genau das Gegenteil. Gereift, sanft, Community-Note 7,7. Wenn man also nur auf die nackten Zahlen schaut, wäre eigentlich ganz klar. Nimm die hier, das wilde Ding. Bessere Note, fertig. Aber genau das raten dir die wenigsten und ich übrigens auch nicht oder zumindest noch nicht. Und dieses noch nicht, das ist eigentlich die ganze Magie von Jamaika. Zwischen diesen zwei Flaschen liegt nämlich keine Rangliste, da liegt eine Leiter. Und ob dir an so einem wilden Ding du die Finger verbrennst oder ob es irgendwann dein neuer Lieblingsrum wird, das hängt davon ab, wo du gerade auf dieser Leiter stehst. Ich habe über 51.000 Jamaika-Verkostungen auf Rum X ausgewertet, also echte Menschen, echte Verkostungsnotizen, also nicht dieses typische 4,5 von 5 Sterne auf Amazon, was bei jeder Flasche darunter steht. Und 3 Fragen schauen wir uns heute dabei mal genauer an. Erstens, warum schmeckt diese Insel eigentlich so, wie sie schmeckt? Da geht es um einen riesigen Dickkopf, um Chemie und ausgerechnet um Deutschland. Zweitens, die 6 Brennereien, die es heute noch gibt und wie schmecken diese wirklich? Nicht laut Etikett, laut Zehntausenden echten Verkostungen. Und drittens, die Leiter, also in welcher Reihenfolge die Entdeckungsreise dieser Insel am meisten Spaß macht. Und genau da in Teil 3, da löst sich auch dieses noch nicht von gerade eben auf. Am Ende hast du eine Landkarte im Kopf, mit der das Jamaika-Regal vor dir endlich so richtig Sinn ergibt und du weißt, welche Flasche deine perfekte nächste ist. Ach ja, ich bin übrigens Olli, ich habe Rum X gebaut und jetzt steigen wir mal tief in die Daten ein. Los geht's. So, was macht dieses Jamaika eigentlich so besonders? Wenn es um Rum geht und einer sagt Jamaika, dann fällt eigentlich fast immer dieses eine Wort, Funk. So nennen die Rumliebhaber diese wilden, überreifen Aromatiken, die die Insel so berühmt gemacht hat. Aber zwischen dem sanften Klassiker und diesem wilden Funkmonster, da liegen Welten. Und wenn du an der falschen Stelle einsteigst, dann stehst du da am Ende mit einer teuren Flasche im Regal, die dir überhaupt nicht schmeckt. Und da denkst du dann, Jamaika ist wohl nichts für mich und es wäre total schade, weil das stimmt mit Sicherheit auch gar nicht. Nämlich die Frage ist nämlich nicht, ob dir Jamaika schmeckt, sondern wo du am besten einsteigst und ab wann es jetzt vielleicht noch zu wild ist. Kurze Datenbasis, damit du weißt, worauf das hier alles aufbaut. Über 2600 Rums gibt es aktuell von Jamaika auf Rum X und über 51.000 Verkostungen. Das sind mehr Bewertungen als Trinidad und Guyana zusammen auf Rum X haben. Die Mitte aller Bewertungen 8,3. Und fairerweise, Rum X-Nutzer sind überwiegend Enthusiasten, also ist nicht der klassische Querschnitt der Menschheit, aber genau deshalb wissen die halt auch, wovon sie reden. Und eine Sache sage ich dir heute, die ich so noch in keinem anderen Jamaika Guide gesehen habe. Ich habe nämlich diesen Funk gemessen. Wie soll das gehen? Kommt gleich. Vorher solltest du nur wissen, warum diese Insel überhaupt so tickt, wie sie tickt. Also Teil 1. Warum schmeckt Jamaika so, wie es schmeckt? Die Antwort fängt über 350 Jahre früher an. Im Kern ist es nämlich eine Geschichte einer Insel, die sich einfach geweigert hat mitzumachen. 1655 nehmen die Briten den Spaniern die Insel ab. Und schon in den 1670ern fließt hier Rum. Und jetzt halte ich fest, wie groß das damals war. In den 1820ern verschifft Jamaika mehr Rum nach Britannien als alle anderen 14 britischen Karibikkolonien zusammen. Über 140 Millionen Liter pro Jahr. London hat für die Fässer aus Karibik damals extra eigene Docks gebaut. In Glasgow und Edinburgh haben sie Jamaika Rum aus so Pannschüsseln getrunken.
da hat man dort über Single Malt noch überhaupt nicht geredet. Und der Jamaica Rum war dabei immer der begehrteste und auch mit Abstand der teuerste. Und eine Sache muss man an der Stelle klar auch aussprechen, auch wenn sie nicht schön ist, aber diese ganze Reichtum stand auf Sklaverei. Auf den Zuckerrohrplantagen haben nämlich Generationen von Menschen geschuftet, die aus Afrika verschleppt wurden. Und erst 1843 war damit Schluss. Und entschädigt hat Britannien dann die Plantagenbesitzer, also nicht die Versklavten. Das gehört zu der Insel dazu, genauso wie der Rum. Und ich finde, das sollte man nicht weglassen. So, und dann kommt der lange Abstieg. Rübenzucker aus Europa, neue Industrie-Brennverfahren. Der Weltmarkt, der dreht sich. Und aus diesen hunderten jamaikanischen Brennereien wurden am Ende sechs Stück nur noch. Die stehen heute immer noch da. Und weißt du, was das Verrückte dabei ist? Ausgerechnet der lauteste, wildeste, unbequemste Rumstil der Welt, der hat überlebt. Warum? Weil Jamaika stur geblieben ist. Womit? Das zeige ich dir jetzt. Womit ist Jamaika stur geblieben? Zuerst bei der Pot Still. Das ist dieser klassische Kupferkessel, wo in Chargen gebrannt wird, also nicht am Fließband. Als im 19. Jahrhundert die Kolonne, also die Column Still kommt, also das Fließbandverfahren, schneller, billiger, mehr, da steigt der Rest der Welt reihenweise um. Und Jamaika, die behält diese Kessel, diese Brennapparate. Nicht aus Nostalgie, sondern weil dieser berühmte Stil der Insel genau da drin steckt. Es ist aber nicht schwarz-weiß. Diese Kolonnen, die gibt es heute nämlich auch auf Jamaika. Appleton, Clarendon und New Yarmouth, die brennen beides. Und viele Flaschen sind Blends aus beiden Welten. Aber das Herz von diesem Jamaika-Geschmack, der schlägt ganz klar in der Pot Still. Und zwar in keinen kleinen Kesseln. Die jamaikanischen Doppel-Retort Pot Stills sind nämlich die größten Brennblasen außerhalb des irischen Whiskys. Doppel-Retort heißt, der Dampf wird auf dem Weg nach draußen noch durch 2 weitere Kupferkammer geschickt. Alles in einem Brennvorgang. Was am Ende rausläuft, ist hochprozentig und komplett randvoll mit Aroma. Aber die Brennblase, das ist nur die halbe Geschichte. Die eigentliche Magie passiert nämlich davor, bei der Gärung. Normale Rumgärung, die ist so nach ein paar Tagen durch. Und auf Jamaika, bei Hampton, dauert sie bis zu 2 Wochen, teils länger. Und bei Worthy Park, für die wildesten Sorten, lassen es die da sogar bis zu 3 Monate gären. Längere Gärung erzeugt Ester. Das sind die Aromastoffe, die nach diesen fruchtüberreifen Früchten riechen. Viel Ester heißt, dieser wilde Duft nach überreifen Bananen. Rumliebhaber, die nennen das diesen Funk, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und damit die Ester so richtig explodieren, haben die Jamaikaner Zutaten erfunden, bei denen du erstmal denkst, ist das überhaupt in ihr Ernst? Dander, das ist der Rest, der nach dem Brennen in der Brennblase übrig bleibt. Der wandert dann in die nächste Gärung. Und Mack, eine Grube voll vergorenem Zeugs, also fermentierter Bodensatz, Fruchtreste, Säuren, das klingt alles eklig, ist im Prinzip aber ein Sauerteigstarter für Rum, über Jahre hin gepflegt. Und manche kippen dann obendrauf noch Zuckerrohressig in den Gärbottich. Säure ist nämlich so genau der Stoff, aus dem diese Ester entstehen. Und ja, die Gruselgeschichte, die da auch immer wieder erzählt wird, dass ein Ziegenschädel mal drin rumschwimmt, daran ist nach allem, was man weiß, so nichts dran, aber es gibt so ganz viele Mythen. Und die Arbeit in diesen Gruben ist eigentlich das Gegenteil von Grusel. Das ist nämlich die maximale Präzisionsarbeit, um diesen Geschmack zu bündeln. So, und jetzt die Geschichte, die kaum einer kennt. Der Geschmack für dieses Estermonster, der kommt nämlich ausgerechnet aus Deutschland. Ende des 19. Jahrhunderts haben deutsche Händler so hoch aromatisierten jamaikanischen Rum gekauft und mit Neutralalkohol gestreckt. Das hat man dann Rumverschnitt genannt. Stand so auch immer früher auf den Etiketten drauf. Nur ein paar Prozent von diesem echten hochkonzentrierten Jamaika Rum
Und das Ding hat trotzdem richtig Aroma gehabt. Und je aromatischer der Rum, desto mehr haben die Deutschen dafür bezahlt. Also hat Jamaika die Ester immer weiter hochgetrieben, laut Rumhistorikern auf fast das Vierfache von dem, was heute überhaupt erlaubt ist. Bis Jamaika selbst die Notbremse zieht, 1935 deckelt die Insel nämlich diesen Estergehalt per Gesetz und dieses Limit, das gilt bis heute. Und deshalb steht auf manchen Etiketten so Buchstabencodes, DOK, DOC zum Beispiel, das ist ein Mark, also ein Rezeptkürzel der Brennerei. Und das sagt dir, wie viel Funk in so einem Rum drin steckt. DOC ist ganz nah am gesetzlichen Maximum. Auf die Kürzel, da kommen wir jetzt gleich in Teil 3 nochmal genauer zurück. Ach so, eine Sache noch, weil die so oft falsch erzählt wird. Wo offiziell Jamaika Rum draufsteht, das ist seit 2016 eine geschützte Herkunftsangabe, so wie Armagnac oder Champagner. Da darf kein Gramm Zucker mehr drin sein, also null. Diese süßen, gewürzten Sachen aus Jamaika-Basis, das ist eine komplett eigene Kategorie, zu der sage ich am Ende noch kurz was. Und wie ernst die Jamaika das Ganze nehmen, das siehst du daran, dass die sich gerade selbst vor Gericht streiten, wie streng sie denn eigentlich ihre Regeln haben wollen. Heißt für dich, was du da im Glas hast, ist nie nachgesüßt. Der Geschmack, der kommt also immer aus der Gärung, der Brennblase und dann der Reifung im Fass. Und jetzt kommt der Teil, den dir sonst keiner so zeigen kann wie Rum X, nämlich dieses Funk ist ja erstmal sehr schwer zu greifen. So jeder redet darüber, aber keiner kann ja eigentlich genau sagen, was es ist. Aber auf Rum X, da taggen die Leute bei ihren Bewertungen, bei jeder Verkostung, was sie wirklich schmecken. Und wenn man diese Tags für Jamaika mal gegen den Rest der Welt hält, dann kriegt dieser Funk auf einmal Zahlen und dann können wir ihn greifen. Das Wort funky, das fällt bei Jamaika Rums fast 15 Mal so oft wie beim Rest der Welt. Ananas fast 10 Mal, überreif gut 7 Mal und die zwei vom Anfang, also Klebstoff und Nagellack, beide über 6 Mal so häufig. Überleg mal, bei jedem anderen Getränk der Welt wäre schmeckt nach Klebstoff eine heftige Beschwerde. Hier ist es aber ein Kompliment. Die Leute schreiben es in ihre Verkostungsnotiz und geben dann 8,8 Punkte. Das ist nämlich genau der Funk. Aromen, die auf dem Papier komplett falsch klingen und im Glas dann auf einmal total Sinn ergeben. Appleton, Murphy Park. Teil 2. Nur noch 6 Brennereien gibt es aktuell auf der Insel und jede davon hat eine komplett eigene Charakteristik. Und das Schöne ist, du musst mir davon jetzt kein Wort glauben, die Verkostungstexte der Community zeigen nämlich bei jeder Brennerei, was ist denn ihr eigener Geschmacksfingerabdruck. Also welche Aromen die Leute genau da öfter schmecken als überall anders sonst auf der Insel. Los geht's mit Appleton, die berühmteste, der Fingerabdruck der Community, Orangenschale, Eiche und Karamell, also das Fass statt Funk und ganz bewusst elegant. Hier arbeitet übrigens Joyce Benz, 1997 die erste Frau weltweit, die Masterblenderin bei einer großen Spirituosenmarke wurde. Und Appleton ist die Tür zur Insel. Mehr als jede 5. Bewertung auf Rum X kommt hier von dem Einsteiger. Bei allen anderen Brennereien höchstens 6 von 100. Falls du also einen Appleton bei dir zu Hause im Regal stehen hast, da bist du in richtig großer Gesellschaft. Murphy Park, die Wiedergeburt. Und das wörtlich. 1960 hat sie dicht gemacht und um die Jahrtausendwende gab es damit auf der Insel nur noch 5 Brennereien. Bis Murphy Park dann 2005 zurückkommt und von Grund auf neu gebaut. Seitdem sind es wieder 6 Brennereien. Eigenes Zuckerrohr, eigene Melasse, eine einzige schottische Brennblase und genau das schmeckt die Community auch hier raus. Nämlich Zuckerrohr, Birne und Apfel. So der sauberste, hellste Jamaikaner und wohlgemerkt ganz ohne Mack und Dander. Dafür aber mit dieser irrsinnigen 3-Monats-Gärung.
Weiter geht's mit Hampton, dem Funk-Herzstück. Wilde Gärung ohne Zuchthefe, Mockpit, das volle Programm. Seit 2018 füllt die Brennerei selbst ab und seitdem ist sie so der Star der Szene. Der Fingerabdruck, vergoren, Salzlake, buttrig. Das klingt jetzt erstmal so wie so eine Art Käsetheke und genauso riecht Hampton manchmal auch. Aber jetzt die Zahl, die mich immer noch umhaut. Diese eine Brennerei, die trägt fast 20.000 Bewertungen. Also allein Hampton hat mehr Verkostungen auf RumX als die meisten kompletten Rumländer. Dann kommt Long Pond, die Zeitkapsel. Gegründet 1753. Hier wurde mal der Rum für Captain Morgan gebrannt und 2018 hat ein Feuer aus dem Zuckerrohrfeld nebenan die Gärhalle zerstört. Seit 2022 läuft sie wieder und der Fingerabdruck, der überrascht, nämlich Pfirsich, Schokolade und Mango. Hinter dem wilden Ruf steckt also ein ziemlich fruchtiger Kern. Und dass Sammler all die Longponds jagen, hat einen handfesten Grund. Die Brennerei, die hat nämlich jahrzehntelang fast nur Fässer an Abfüller verkauft. Also eigene Flaschen gab es so gut wie nie. Alte Jahrgänge sind entsprechend rar. Und die Community-Noten, die geben dem Hype recht. Median super starke 8,5. Damit steht es ganz oben auf der Insel. Gibt nur noch einen drüber. Kommen wir zu Clarendon. Markenname Monimask, der Riese der Insel. Hier wird nebenbei Captain Morgan für Europa gebrannt und auch der berühmte Myers Rum. Und hier kommt der Datenfund, mit dem ich selber gar nicht so richtig gerechnet habe. Der Fingerabdruck ist hier nämlich Menthol und Minze. Menthol wird gut 6-mal so oft getaggt wie sonst auf der Insel und Minze fast 5-mal. Ein Jamaikaner mit kühlem Kräuterfinish quasi. Wenn du nächstes Mal einen Monimask im Glas hast, achte mal drauf, was es bestimmt rausschmecken. Und Nummer 6 ist ein Phantom, New Yarmouth. Kaum eigene Flaschen, kaum einer kennt den Namen. Dabei brennen die im Hintergrund den meistverkauften Rum Jamaikas, den wilden Overproof von Ray Nephew. Overproof heißt, deutlich über der normalen Trinkstärke abgefüllt. Und jetzt schauen wir auf die Zahl. Median 8,7. Der höchste Median der ganzen Insel. Und der gehört ausgerechnet einer Brennerei, über die kaum einer redet. Und ihr Fingerabdruck klingt wie eine Bäckerei. Keksteig, Kokosnuss und Toffee. 6 Brennereien, 6 Stimmen und keine davon ist die beste. Das sind 6 verschiedene Abende. Aber in welcher Reihenfolge solltest du den jetzt am besten probieren? Das klären wir jetzt in Teil 3. Teil 3, die Leiter. Ich habe die Community für die Auswertung geteilt in Einsteiger, also die Leute mit einer Handvoll Bewertungen. Über 8500 Einsteiger haben bei Jamaica mitbewertet und Kenner, also Leute, die auf RumX schon mindestens 50 oder mehr Rums bewertet haben. Und hier sind mehr als 900 Kenner in den Daten gewesen. So, Stufe 1, der sanfte Einstieg. Der Appleton Estate 12, der Klassiker. Gereift, rund, zugänglich. Einsteiger geben 7,7 und Kenner 7,6. Und genau das ist der Startpunkt. Einsteiger und Kenner, die sind sich hier einig wie fast nirgends sonst. Die Schere ist also noch komplett zu. Keiner rümpft die Nase, keiner tut das Ding irgendwie als Anfängerrum ab. Das ist kein Anfängerrum, das ist ein Rum, bei dem beide Gruppen praktisch gleich aufliegen. Der Einstieg, auf den sich alle einigen können. Stufe 2, Funk zum Reinschnuppern, der Smith & Cross. Kantiger, lauter, aber noch mit einem Sicherheitsnetz. Einsteiger geben ihm 7,4, Kenner 7,8. Also beide gehen mit. Die Schere geht ein bisschen auf, aber nicht arg. Und falls der mit seinen 57% ein Tick zu kräftig ist, gibt es noch den Papalin Jamaica. Und hier werden gleich mehrere Brennereien der Insel zusammengemischt in einen Blend. Und da geben die Einsteiger und Kenner sogar aufs Zehntel dieselbe Note, 7,9. Aber jetzt pass mal auf, was gleich passiert. Stufe 3, der volle Funk, Hampton. Der kleine Bruder von dem hier, also der Hampton 8 Jahre. Einsteiger geben ihm 7,0, Kenner 8,0. Also einen ganzen Punkt Unterschied bei derselben Flasche. Das ist die Tür, an der sich die Geschmäcker trennen.
Die einen stehen davor und denken, was ist da gerade eigentlich passiert? Die anderen gehen durch und wollen dann auch nie wieder zurück. Und falls du meine Videos kennst, beide haben recht. Der Geschmack, der verschiebt sich nur. Was du früher super fandest, morgen vielleicht nicht mehr oder andersrum. Stufe 4, die limitierten Abfüllungen. Da ist dann sowas dabei wie ein Great House oder ein Habitation Vellier wie hier oder auch unabhängige Abfüller, die ganz besondere Single Casks raussuchen. Und die Kennernote der Stufe ist eine 8,5. Wohlgemerkt, das ist die Mitte über die ganze Stufe. Also einzelne Flaschen gehen noch mal deutlich höher. Und die Einsteiger, die sind hier fast verschwunden. Auf Stufe 1 ist noch mehr als jede zweite Bewertung von dem Einsteiger. Hier oben keine 4 von 100. Aber die wenigen, die sich hier hochtrauen, deren Mitte, die liegt bei 8,6, also sogar noch mal höher als bei den Kennern. Klingt verrückt, ist aber eigentlich total logisch. Nämlich, wer sich so eine Flasche kauft, der weiß genau, worauf er sich einlässt. In so einer Note, da steckt nämlich auch immer drin, wer denn überhaupt bewertet. Und damit löst sich dann auch das Rätsel vom Anfang auf. Also das Fangmonster hat die bessere Note, weil fast nur noch Leute hier ankommen, die genau das suchen. Beim Monster selbst kommen gerade mal 10 von 260 Bewertungen von Einsteigern. Da landet also keiner mehr aus Versehen. Die 7,7 vom Klassiker, die 8,3 vom Fangmonster, die messen also nicht dieselbe Frage. Und weil ich in Teil 1 gesagt habe, wir kommen auf die Marks nochmal zurück, hier noch das Sahnehäubchen für die Nerds, nämlich man kann sich anschauen, wie die Community die Hampton Marks bewertet. Von Low Ester bis High Ester. Wichtig vorneweg, das ist keine Ester-Formel. Also in dieser Note, da stecken verschiedene Abfüllungen, verschiedenes Alter, verschiedene Reifungen. Aber das Muster ist trotzdem spannend. Ganz links, das leichteste Mark, OWH, das ist übrigens das Mark, wo auch der Hampton 8 drauf basiert. Von der Schere gerade eben. Von da klettern die Noten über die Stufen nach oben bis kurz vor das gesetzliche Maximum. Und beim Maximum selbst, beim Dock, da knickt die Kurve dann wieder ein. Ach, und das Kürzel da auf der dritten Stufe der Kurve, HLCF, das siehst du gleich nochmal bei meinen Einkaufstipps. Und weil wir gerade bei den Hampton Marks sind, ein kleines Geständnis meinerseits, dieses C-H da auf der Kurve, das trage ich sogar als Tattoo. Kein Witz, Hampton ist meine große Liebe. Der legendäre 1990er Jahrgang, der gilt unter Kennern als einer der besten überhaupt und ist zufällig auch mein Geburtsjahr. Und das Zeichen in der Mitte, die Liebhaber nennen das offiziell Sea Diamond Age, also ein Diamant. Ich sehe das ein bisschen anders, nämlich die spitze Klammern, die erinnern mich an Computercode. Also Rum plus Code, näher an Rum X ging es eigentlich nicht, deswegen musste das auf die Haut. Nimm aus der Kurve trotzdem nur eins mit und es passt zu allem, was wir heute gesehen haben. Mehr ist nicht automatisch besser, auch nicht beim Funk. So, und was kostet der Spaß denn jetzt eigentlich? Stufe 1, der Appleton Estate 12 Jahre aus dem Intro, den kriegst du in fast jedem gut sortierten Laden. Stufe 2 ist der Smith & Cross, meist so um die 30 €, Note 7,7. Und falls du gerade am Cocktails mixen bist, der weiße Overproof von Wray & Nephew, das Ding, das in Wahrheit unser Phantom New Yarmouth brennt, das steht für um die 25 € im Regal. Als Alternative geht aber auch gut der Overproof von Worthy Park. Stufe 3, da wird es weiß und wild. Da wäre meine Empfehlung der Rumfire, also der Overproof Rum von Hampton. Um die 35 €, Note 8,0. Das ist also Stufe 3 zum Stufe 1 Preis. Und die Flasche von der Schere gerade eben, der Hampton 8 Jahre, der liegt um die 50 €. Und Stufe 4, jetzt kommt's, das Monster vom Anfang hier, das ist der HLCF Classic. Und Hampton füllt nämlich ihre Marks auch selber ab. Der hier ist ein reiner HLCF-Mark, also die dritte Stufe, die wir in der Kurve gesehen haben. Um die 85 €, Note 8,3. Der perfekte Einstieg, um diese
einzelnen uniken Marks zu entdecken und auf jeden Fall was für fortgeschrittene Genießer. Und eine Sache noch zum Einkaufen selbst, was schade wäre, wenn du mit diesem Einkaufszettel losziehst und dann irgendwo den erstbesten Preis zahlst, nämlich jede Flasche von gerade findest du auch auf RumX mit den aktuellen Preisen von über 50 führenden Online-Shops aus ganz Europa. Du siehst also nicht nur auf einen Blick, was die Community über einen rum sagt, sondern du siehst auch, was ist ein fairer Kurs und kannst ihn direkt über RumX zum günstigen Preis kaufen. Und ganz oben wären jetzt die alten Habitation Velay Abfüllungen, sowas wie der hier, kosten gerne auch mal 250 €, Noten jenseits der 9,0. Hier gibt es dann auch mein Lieblingsmark mit Sea Diamond Age und KKG. Das ist aber was, wenn du dich schon mal tiefer ins Rabbit Hole begeben hast und auf jeden Fall nichts für den Anfang. Wenn aber der richtige Zeitpunkt kommt, dann wirst du mit diesen Rums so viel Spaß haben wie, das kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Bleibt die eigentliche Frage, welche Stufe ist denn jetzt genau deine? Genau dafür gibt es auf RumX 2 Sachen. Erstens der Match Score, also je mehr Rums du auf RumX bewertest, desto besser versteht die App, wo du auf dieser Leiter dich am wohlsten fühlst und wo du mit deinem Geschmack gerade stehst. Und dann zeige ich dir bei jedem Rum, wie gut und wie wahrscheinlich er gerade zu deiner Leiterstufe passt. Also maßgeschneiderte Empfehlungen nur für dich. Und zweitens, auf unserer Website gibt es auch eine komplette Länderübersichtsseite zu Jamaika Rum. Da findest du die ganze Geschichte von eben zum Nachlesen, eine Übersicht über die Brennereien, alle Daten. Link findest du unten in der Videobeschreibung zum Nachblättern. Und mein Rat zum Schluss, lass dir von niemandem einreden, du müsstest diese Leiter hochklettern. Manche steigen ein und bleiben einfach beim Appleton stehen. Das ist dann der ideale Alltags-Jamaikaner. Fertig. Und falls du denkst, das wäre die Anfängerwahl in den RumX-Bewertungen zum 12er, da gibt es eine Rezension, da nimmt einer den Rum komplett auseinander und Nase, Gaumen, Abgang, alles einzeln bewertet. Sein Fazit steht da wörtlich, nämlich insgesamt besser als der 21er, also besser als der deutlich teurere große Bruder, Note 8,5. Und das schreibt kein Anfänger. So schreibt einer, der ganz genau weiß, was er im Glas hat. Manche rennen in einem Jahr bis ganz nach oben auf die Leiter, manche gehen seitwärts. Der Cane Rock zum Beispiel ist ein gewürzter, süßer Rum auf Jamaika-Basis. Die eine Kategorie, wo ich vorhin kurz angerissen habe. Und die kriegt von Einsteigern eine 8,0, von Kennern eine 7,0. Und weißt du was? Der spaltet nicht, weil er schlecht ist. Der spaltet, weil er für eine ganz bestimmte Sorte Abend gemacht ist und dort dann seine Stärke ausspielt. Die Leiter ist also keine Rangliste von Menschen, sondern die Leiter ist eine Landkarte. Und die besten Flasche ist nicht die von Stufe 4. Es ist nämlich genau die, die zu deinem Geschmack und zu dem Abend heute passt. Und jetzt bist du dran. Dieses Video ist nämlich der Anfang von der Serie. Ich nehme mir Land für Land vor, immer mit den Daten der Community und ihr entscheidet jetzt, welches Land soll ich denn als nächstes durch die Daten jagen? Barbados, Guyana oder so Martinique mit dem ganzen Agricole-Kosmos? Schreib bitte dein Land unten in die Kommentare. Die Community stimmt dann ab und das Land, was am meisten Likes bekommen hat, das kriegt dann seine nächste eigene Folge. Freue ich mich schon auf die Analyse. Nächste Woche wird es aber erstmal richtig praktisch, nämlich die 7 bestbewertetsten Rums unter 50 €. Nach echten Kaufpreisen aus der Community, ohne irgendwelche Ladenpreisfantasien. Und da sind Flaschen dabei, die viele überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Und als ich die Analyse gemacht habe, war ich total überrascht. Also da könnt ihr euch auf ein paar Geheimtipps freuen. Und wenn du solche Datenreisen magst, lass gerne ein Abo da. Ich sitze auf über 300.000 Verkostungen und da sind noch unendlich viele faszinierende Insights vergraben. Und ich freue mich, die mit dir zusammen rauszufinden. Bis dahin, es gibt kein falsches Jamaika, nur die falsche Stufe zur falschen Zeit. Und deine Stufe, die kennst du jetzt ja. Also, viel Spaß beim Entdecken. Cheers!